Angst? Genauso wie du Angst vor einer Zukunft mit mir hast. Du musst nicht alleine springen. Wir wissen doch beide, dass es vorbei ist. Ich bin schwanger. Entlohnen? Wofür? Ich sollte dafür sorgen, dass Dionysos disqualifiziert wird. Ach, und das können Sie auch beweisen? Raus. Sie ist nicht deine Tochter. Packen Sie meinen Koffer wieder aus. Bleib hier, Papa. So, ich gehe dann mal nach oben und ziehe mich um für die Pressekonferenz. Wozu? Du siehst fantastisch aus. Du weißt, bei solchen Gelegenheiten zeigen Frauen gerne, dass sie mehr als ein Outfit besitzen. Sehe ich dich gleich bei der Pressekonferenz? Da ich Chef des Ganzen bin, wird sich das wohl nicht vermeiden lassen. Hat unser Chef schlechte Laune? Ja, es wäre ihm lieber gewesen, wenn wir das Derby verloren hätten. Dann hätte er den Rennstall geräuschlos abgewickelt. Dein Team hat fantastische Arbeit geleistet. Danke. Aber gewonnen hat das Rennen nur einer. Mann, was ist denn das für eine Welt? Diese Theresa kann nicht vor dem Start treten und keiner sieht das? Sie hat genau den richtigen Moment erwischt. Und die richtige Stelle. Das ist Körperverletzung. Du kannst die Alte anzeigen. Das nächste Mal trete ich zurück. Wenigstens habe ich sie auf der Bahn platt gemacht. Und in 2 Tagen geht's in die Reha und danach ist mein Fuß sowieso wieder wie neu. Ich bin gleich wieder da. Mein Kumpel mit dem Hammer zerlegt gerade das Haus. Ich hab dir doch gesagt, ich kann auftreten. Es geht mir gut. Hi. Hallo. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Habt ihr es also geschafft, Hagen und du? Entschuldigung. Dana Wolf? Wer? Oh, Wie bitte? An den Rennstall. Bevor jemand anders ein Angebot macht und sie abgeworben wird. Abgeworben? Also ich bin sicher, sie hat schon ein entsprechendes Angebot auf dem Tisch liegen. Die Konkurrenz schläft nicht. okay. Ich melde mich dann. Danke für deinen Anruf. Du glaubst es nicht. Was? Der Chef vom Reisbach-Gestüt. Das ist der beste Rennstall in Deutschland. Und der ist plötzlich gestorben, oder wie? Der will mich haben. Das soll doch jetzt ein Scherz sein, oder? Der Padre ist dein Bruder, ja? Zwillingsbruder. Und dein Onkel. Weiß es selbst erst seit vorgestern. Das bedeutet, sie ist deine Mutter. Das glaube ich echt nicht. Glaubst du das? Ich glaube das auch nicht. Sag mal, spinnt ihr? Warum sagt ihr uns das erst jetzt? Timo! Leonie. Leonie. Timo, Leonie. Warte doch mal. Wir haben auf den geeigneten Moment gewartet. Um es da noch zu euch zu sagen. Verstehe. Und wann wäre der eurer Meinung nach gewesen? Wir wussten doch nicht, dass ihr euch verliebt, sonst hätten wir euch das viel früher gesagt. Ey, warum macht ihr das denn nicht gleich? Warum macht ihr denn schon wieder so ein verdammtes Geheimnis daraus? Ich habe Jan und Julia darum gebeten, euch erstmal nichts zu sagen. Ja klar, dass sie wieder ihre Finger im Spiel haben. Ich habe vor vielen Jahren etwas sehr Schlimmes getan. Ich wollte, dass ihr mich erst mal besser kennenlernt, bevor ihr es erfahrt. Das ist ein toller Plan. Ich habe
die beiden getrennt. Damals kurz nach ihrer Geburt. Sie wussten 20 Jahre nichts voneinander. Willkommen zurück im 21. Jahrhundert. Sag doch, mein Kumpel versteht sein Handwerk. Ich dachte, der ist kein Elektriker. Ach, Strom kann doch jeder. Nur find mal jemanden, der eine Wand gerade zieht. Jetzt nur noch kurz aufheizen, dann gibt's gleich wieder frischen Kaffee. Okay, tschüss, bis dann. Und? Zahlt dein neuer potenzieller Arbeitgeber richtig Kohle, ja? Das muss ich vor der Reha noch rausfinden. Ich werde morgen mal hinfahren und schau mir den Rennstall an. Du bist dir sicher, dass du weg willst aus Düsseldorf? Hey, so ein Schritt nach vorn, das ist doch eine gute Sache. Dann läuft sie wenigstens nicht mehr Hagen und Marlene ständig über den Weg. Sie? Hallo, ich höre euch zu. Mann, ich will doch einfach nur Hagen vergessen. Ja, aber dann ist doch eigentlich alles klar. Ja klar, ich hau einfach ab und lass das Gestüt hier im Stich. Das Gestüt oder Hagen? So, ich muss jetzt los. Ich muss mich noch umziehen vom Pressetermin. Nicht noch einen Kaffee. Maschine ist gleich heiß. Wie war das? Strom kann jeder. Schau mir das mal an. Du, pass auf. Also, dass du wegziehst, ist natürlich eine traurige Sache. Aber für dich wäre es bestimmt am besten, wenn du Hagen nicht mehr über den Weg läufst. Hagen. Glückwunsch. Danke. Hast du wohl doch den richtigen Riecher gehabt. Sowohl was die Rennbahn als auch was Dana betrifft. Niemand hat geglaubt, dass sie es schaffen könnte, nicht mal sie selbst. Hast ihm einen Blick für Talente. Hier die Zweitplatzierte. Die ist doch auch noch bis vor kurzem für deinen Rennstall geritten. Bis ich sie gefeuert habe. Was? Theresa Erzberger hat versucht, Dionysos zu dopen. Da kann man mal sehen, was die Leute so machen, um zu gewinnen. Nein, damit er disqualifiziert wird und Dana beim Derby nicht starten darf. Sabotage? Sie wollte sich rächen. Weil sie geglaubt hat, ich würde Dana bevorzugen. Ja, und hast du den Vorfall gemeldet? Beim Verband, aber ich habe keine Beweise. Komisch, ich habe die heute noch in der Firma gesehen. Die Erzberger? Mhm. Mit Ansgar. Das sah so aus, als würden die beiden sich streiten. Moment mal. Könnte es da vielleicht eine Verbindung zu dem Dopingversuch geben? Ja, ich würde es zumindest nicht ausschließen. Ich muss los. Ich wollte vor dem Pressetermin noch mal mit Dana sprechen. Dann können wir später weiterreden. Lass mal gut sein. Ich klopfe die Geschichte ab und sag dir Bescheid, falls es Anlass zur Sorge gibt, okay? Okay, danke. Bis später. Du glaubst, Ansgar steckt hinter diesem Dopingversuch? Aber wenn das aufgeflogen wäre, dann hätte man Dionysos doch disqualifiziert. Und unser Rennstall wäre geschlossen worden. Der Rennstall und das Gestüt waren Ansgar schon immer ein Dorn im Auge. Es ging ihm nie darum, das Gestüt abzusägen. Sondern? Er hätte dafür gesorgt, dass es einen eindeutigen Schuldigen gibt. Du meinst, er wollte es Hagen anlassen? Hagen ist der Geschäftsführer des Rennstalls. Hätte man bei ihm irgendwelche Beweise gefunden, dann wäre der Fall doch ziemlich klar gewesen, oder? Und Hagen wäre angezeigt worden. Es kommt auch nicht von ungefähr, dass Ansgar letzte Woche diese Regel durchdrückt, von wegen wer kriminell wird, der fliegt aus dem Gremium. Wenn Hagen verurteilt worden wäre, hätte er den Platz im Gremium verloren. Jede Stimme weniger ist eine Stimme mehr für Ansgar. Vielleicht hilft uns die überführte Täterin. Ich werde mir diese Theresa noch mal vornehmen. Ich weiß, wie das jetzt für euch aussehen muss. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Wie war das? Keine Lügen mehr, oder? Da waren so viele Lügen. Die ganzen Jahre. Das ist nicht so leicht. Und Tut mir leid, aber inzwischen ist es mir wirklich egal, ob du lügst oder nicht. Ich will nicht mal mehr mit dir reden. Der Padre geht bei uns wochenlang ein und aus und ihr habt euch gesiezt. Timo. Padre, wollen Sie noch ein bisschen Kaffee? Wollen Sie noch ein bisschen davon? Direkt vor meiner Nase, sag mal, schämt ihr euch nicht? Timo, Timo, lass uns darüber reden. Hey, danke, ich hab genug gehört. Mein Vater ist nicht mein Vater, der Padre ist mein Onkel und du... Du bist meine Cousine. Und ihr seid meine Familie. Lass ihn. Bist du dir wirklich sicher? Klar bin ich mir sicher. Und wenn nicht, dann ist es jetzt eh zu spät. Der Flieger ist bestimmt schon in der Luft. Oh ja. Ich dachte, du freust dich auf New York. So toll ist es da bestimmt auch nicht. Immerhin hättest du deine Freundin Rebecca wieder gesehen. Dann gehst du eben mit mir Schuhe kaufen. Keine Angst, war nur ein Scherz. Also nicht, dass du hier bleibst, um deinen Vater nicht allein zu lassen. Bild dir bloß nichts drauf ein. Ich hatte einfach keine Lust, okay?
Also, es ist nicht so, dass ich mich nicht freue. Aber jetzt müssen wir überlegen, was du machst. Was soll ich denn machen? Naja, du hast immerhin gerade eben deinen Job verloren. Ja, da wird sich schon was finden. Es war eh nicht so mein Ding, für Tanja von Lahnstein zu arbeiten. Kann ich verstehen, aber es war ein guter Job. Kimi, was machst du denn hier? Naja, ich hatte nicht viel Lust, mit 2 zickigen Blondinen am anderen Ende der Welt zu sitzen. Das heißt, du bleibst hier? Mhm. Ich werde zum ersten Mal Tante. Da will ich doch zusehen und vor Ort sein, wie du jeden Tag dicker wirst. Also kommt schon. So eine große Sache ist das nun auch wieder nicht. Na, hör mal. Deine Schwangerschaft ist das Beste, was dieser Familie seit langem passiert ist. Du wirst keine Probleme haben, einen neuen Jockey zu finden, jetzt wo der Rennstall in aller Munde ist. Ich will aber keinen anderen Jockey, ich will dich. Man kann aber nicht immer alles haben, was man will. Dana, wie oft hast du in den vergangenen Wochen gedacht, dass es nicht weitergehen wird? Als Theresa dich erpresst hat, als du dir den Fuß verletzt hast, als der Arzt dir gesagt hat, dass du nicht mehr reiten darfst? Das ist doch jetzt was ganz anderes. Nein, ist es nicht. Du hast es geschafft, weil du nicht aufgegeben hast, weil du immer weiter gekämpft hast, weil wir gemeinsam gekämpft haben. Hagen, das kann ich aber doch jetzt nicht mehr. Du bekommst ein Kind zusammen mit meiner Schwester. Ich habe dir gesagt, dass das nichts ändert. Ich werde trotzdem mit dir zusammen sein. Ist ja schön, dass du mit der Sache leben kannst. Aber ich kann das nicht. Und deshalb ist es das Beste, ich gehe einfach woanders hin und fange noch mal ganz von vorne an. Du willst weglaufen? Wenn es wie du willst. Das glaube ich dir nicht. Du hast dieses Rennen gewonnen, obwohl du furchtbare Schmerzen hattest. Du hast dich Zentimeter und Zentimeter nach vorne gekämpft, bis zum Schluss. Und jetzt willst du einfach aufgeben? Ich hab doch gesagt, das kann man nicht vergleichen. Das hier ist doch kein Wettrennen. Was wollen Sie? Ich arbeite nicht mehr für Ihre Familie. Trotzdem hatten Sie heute ein Treffen mit meinem Cousin Ansgar. Darf man fragen, worum es ging? Nein, dürfen Sie nicht. Er hat Sie dazu angestiftet, unser Rennpferd zu dopen. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Gut, ich wollte Ihnen auch nur noch einmal die Chance geben, sich außergerichtlich mit uns zu einigen. Aber dann werde ich jetzt eben die Staatsanwaltschaft einschalten. Halt, Moment. Jetzt mal ganz langsam. Wenn Sie aussagen, dass mein Cousin Sie angestiftet hat, dann werde ich nichts weiter gegen Sie unternehmen. Dann wird niemand etwas davon erfahren. Kommen Sie in einer Stunde in den Park bei der Kunsthalle. Ich werde dort auf Sie warten. Meinst du, sie wird kommen? Bestimmt. Das ist Ihre einzige Chance, Ihren Kopf noch aus der Schlinge zu ziehen. Du hattest recht, Ansgar steckt wieder mal dahinter. Und wenn ich Theresa Erzberger zu einer Aussage bringe, können wir ihn damit konfrontieren. Es ist Anstiftung zu einer Straftat. Damit macht er sich selbst strafbar. Musst du wirklich zu dieser Pressekonferenz? Ich meine, du hast doch mit dem Rennstall überhaupt nichts zu tun. Im Moment müssen wir jede Gelegenheit nutzen, um Geschlossenheit zu zeigen. Unsere Familie ist in letzter Zeit ziemlich unter Beschuss geraten. Ja, klar. Die Leute werden sich natürlich fragen, wo du beim Derby warst. Ich war alleine zu Hause und traurig. Das ist keine gute PR. Aber es stimmt. Tristan darf man nicht mal mehr offen und ehrlich das Ende seiner Ehe betrauern. Wenn mich jemand fragt, dann werde ich sagen, du warst bei einer wichtigen Probe. Ach, das klingt doch wie eine Ausrede. Es ist eine Ausrede. Du kannst natürlich auch mitkommen. Zur Pressekonferenz. Du lächelst in die Kamera und gratulierst Hagen. Und die ganze Welt sieht, dass du nicht zu Hause sitzt und heulst. Du reißt deinem Ehemann die Hand, das ist stark. Ich weiß einfach nicht, ob ich das schaffe. Komm schon, du weißt doch genau, wie man den Leuten was vorspielt. Du bist auch mein Star.
Jungs, tut mir einen Gefallen und spielt heute woanders. Ich bin nicht gut drauf. Hey, alles in Ordnung? Du, Wunderbärchen. Ich habe schon wieder neuen Familienzuwachs bekommen. Ist toll, oder? Das ist echt ein ziemlicher Hammer. Ich habe am Anfang echt gedacht, dass sie einen Witz machen. Plötzlich habe ich eine neue Oma. Mein Vater ist der große Unbekannte und meiner Mutter, da fällt auf einmal ein, dass sie einen Zwillingsbruder hat. Besser kann's nicht laufen. Also, so langsam traue ich meinen Eltern nicht alles zu, aber dass dein Vater da mitspielt, das kriege ich echt nicht auf die Reihe. Mann, Leo, der ist Priester und lügt uns so die Hucke voll. Er ist der Bruder von meiner Mutter und tut monatelang so, als wäre sie eine total Fremde. Meine Mutter hat nie gesagt, dass er noch eine Schwester hat. Meinst du, sie wusste es überhaupt? Hey, woher soll ich das denn wissen? Die hätte ich doch auch dein ganzes Leben lang angelogen. Weißt du, vielleicht ist sie überhaupt gar nichts echt. Vielleicht sitzen wir in so einem beschissenen Fernsehcontainer und sind jeden Abend die Primetime-Attraktion. Hey, mir geht's doch genauso schlimm wie dir. Toll, da geht's mir echt viel besser. Hey, sag mal, was soll denn das hier werden? Meinst du, du hast das Recht zum Jammern gepachtet oder was? Ja, du wurdest wieder mal angelogen. Tut mir echt leid. Ja, aber kannst du mir jetzt mal erklären, was das werden soll? Der Versuch, mit dir zu reden. Du bist nicht der Einzige, dem es hier mies geht. Leo, reden? Wollen wir uns an den Händen fassen und hinsetzen und eine Selbsthilfegruppe gründen, oder was? Nee, aber du kannst aufhören, mich jetzt so anzumachen. Mensch, Timo, du musst da doch nicht alleine durch. Meinst du, wir sollen die beiden suchen und mit ihnen reden? Das bringt jetzt nichts. Wir hätten ihnen einfach viel früher die Wahrheit sagen müssen, aber ich dachte immer, noch so eine Nachricht verkraftet Timo nicht. Ich habe alles noch viel schlimmer gemacht. Ich hab's immer gesagt. Ich weiß, wenn es nach dir gegangen wäre, dann wüssten Timo und Leonie längst Bescheid. Ich mach dir überhaupt keinen Vorwurf. Wenn du mich fragst, gibt es hier genau eine Person, die Schuld hat. Ich lasse euch da mal allein. Ich war so blind, verdammt nochmal. Warum habe ich nicht gemerkt, dass die beiden sich ineinander verliebt haben? Wir haben doch alle nichts gemerkt. Warum habe ich das nicht gesehen? Ja, in dem Alter geht Freundschaft schnell in. Die beiden waren so glücklich. Total verliebt, das muss so ein Schock für sie gewesen sein. Zum Glück konnten wir die Irrfahrt gerade noch rechtzeitig stoppen. Kurz vor der Hochzeit wäre schlimmer gewesen. Naja, also rein rechtlich gesehen ist es zumindest nicht strafbar. Darum geht's doch überhaupt nicht. Das solltest du am besten wissen. Also in der katholischen Kirche ist eine Heirat zwischen Cousin und Cousine zumindest nicht ausgeschlossen. Also es ist ein Ehehindernis, aber sowas lässt sich aufheben. Ist das deine Meinung? Also sowas macht man nicht und Punkt. Oder sehe ich das zu eng? Nein, das finde ich auch. Also. Wenn es euch wirklich gelingt, Ansgar zu stürzen, was glaubst du, an wen geht der Vorsitz im Gremium? Ich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass Vater den Posten übernimmt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Er ist doch vor ein paar Tagen erst zurückgetreten, um dem Unternehmen einen Neuanfang zu ermöglichen. Wie sieht das aus, wenn er nach so kurzer Zeit wieder an die Spitze zurückkehrt? Ja gut, dann käme auch noch Hagen in Frage. Oder du? Ich? Ja, ihr hattet bei der Sitzung doch gleich viele Stimmen. Und vermutlich wird Tanja diesmal für dich stimmen. Mhm. Vermutlich. Bis später. Viel Glück. Was ist denn mit dem los? Ein Pferderennen gewonnen? Bei diesem Rennen haben wir doch alle gewonnen, finden Sie nicht? Na, sparen Sie mir die salbungsvollen Worte. Was ist denn los? Warum kommt er nicht mit? Er hat einen wichtigen Termin. Hm. Was ist mit Ludwig? Hat auch einen wichtigen Termin. Soll das ein Witz sein? Sein Lieblingssohn kriegt das erste Mal in seinem Leben was auf die Reihe und er hat einen Termin? So ist es. Da stimmt doch irgendwas nicht. Wieso? Was soll daran nicht stimmen? Hm. Würden Sie mir bitte ein paar Meter Vorsprung ermöglichen, damit man uns nicht zusammen fotografiert? From time to time, you look me in the eyes, and seconds feel like days. From time to
Hat unsere kleine Emma ihren ersten Flug gut überstanden? Hast du schon mal versucht, in einer Flugzeugtoilette eine Windel zu wechseln? Da ist jede Besenkammer größer. Tanja, du bist First Class geflogen. Ja, zum letzten Mal. Ab jetzt nur noch mit dem Privatjet. Weißt du was? Ich fürchte mich ein wenig davor, dass deine Allüren allzu früh auf unsere Tochter abfärben. Du kannst es doch kaum erwarten, gib es zu. Aber lass sie noch nicht an Schusswaffen. Damit warten wir schön, bis sie laufen kann, okay? Ich vermisse euch. Und ich komme euch auch schon sehr bald besuchen. Mit einer Überraschung. Was denn für eine Überraschung? Du, ich muss Schluss machen. Ich melde mich später noch mal, okay? Sie können mir gar nichts. Sie haben keine Beweise. Die brauche ich auch nicht. Es gibt genügend Indizien. Das reicht für einen Prozess. Darauf lasse ich es ankommen. Bitte? Es ist Ihre Karriere. Sie haben gesagt, Sie können mich da raushalten. Ja, das kann ich. Sie müssen nur aussagen, dass Ansgar von Lahnstein Sie zu allem angestiftet hat. Wenn ich das tue, dann wird er alles abstreiten. Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Ich nehme an, Sie haben das Geld, das er Ihnen versprochen hat, nie gesehen? Weil es mit dem Doping nicht so ganz hingehauen hat? Im Gegensatz zu meinem Cousin zahle ich sofort. 25.000. Sie brauchen mir nur diese eidesstattliche Erklärung zu unterschreiben. Für wie dumm halten Sie mich eigentlich? Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich habe immer gewusst, dass du es schaffst. Ja? Oh, da wusstest du mehr als ich. Naja, vielleicht kenne ich dich ja besonders gut. Frau von Lahnstein. Ich habe gar nicht erwartet, Sie hier zu sehen. Warum denn? Mein Mann hat heute einen fantastischen Sieg errungen. Da ist es doch nur selbstverständlich, dass ich ihm gratuliere. Naja, immerhin sind Sie ja getrennt, nicht? Und beim Rennen waren Sie ja auch nicht dabei. Ich hatte eine wichtige Probe. Aber das Ende des Rennens habe ich dann im Radio verfolgt. Mein Gott, war das spannend. Sie müssen sehr stolz auf Ihre Schwester sein. Das kann man wohl sagen. Aber heute geht es nicht um mich, sondern um den Rennstall meines Mannes. Ach, und ich glaube, Ansgar von Lahnstein möchte ihm auch gerade seinen Respekt aussprechen. Ja, in der Tat. Mein Cousin versteht offensichtlich von Pferden mehr als von Frauen. Meine Damen und Herren, Der Reitsport war schon immer eins meiner liebsten Hobbys. Oder, na schön, streichen Sie es. war schon immer einer meiner liebsten Geschäftsfelder bei Lahnstein Enterprises. Umso mehr freut es mich, dass es Du machst es sehr gut. Ich glaube, das Schlimmste habe ich hinter mir. Führende des Landes zu machen. Sie würden mir niemals so viel bieten, wenn Sie was gegen mich in der Hand hätten. Ich bin nur an schnellen Lösungen interessiert. Ein Prozess dauert mir zu lange. Das ist Bestechung. Dass ausgerechnet Sie ein Problem damit haben, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, dann stecke ich das Geld eben wieder weg. Das ändert allerdings nichts daran, dass es das Beste für Sie ist, wenn Sie unterschreiben. Ich könnte zu Ansgar gehen und ihm erzählen, was Sie vorhaben. Stimmt, das könnten Sie natürlich tun. Aber dann gehen Sie leer aus. Oder ich gehe zur Polizei und sage denen, dass Sie mich bestechen wollten. Versuchen Sie es. Aber auch die Polizei wird Ihnen kein Geld dafür geben. 50.000. Soll das ein Witz sein? Ich habe es Ihnen eben doch schon gesagt. Ich muss Sie gar nicht bezahlen. Ich erreiche mein Ziel auch so. Ja, aber Sie haben es eilig. Wen soll ich Ihnen zuerst vorbeischicken? Polizei oder Presse? Warten Sie. Wenn ich unterschreibe, dann bringen Sie die Sache nicht vor Gericht? Die Angelegenheit ist damit für mich erledigt. Geben Sie den Wisch schon her. Hey, ich hatte gehofft, dass du noch mal kommst. Wo warst du? Überall, ich bin ein bisschen rumgelaufen. Ich wusste auch nicht so recht, wohin mit mir. War in der Stadt und am Strand.
Hab hier ein bisschen gespielt. In solchen Momenten wünscht man sich doch Geschwister, dass man nicht allein mit dem ganzen Kram steht. Du, vielleicht habe ich Geschwister, ich weiß es nur noch nicht, ja? Ach Quatsch, das glaube ich nicht. Mann, Leo, soll ich dich noch mal an die Geschichte von meiner Mutter und deinem Vater erinnern? Die beiden haben auch eine ganze Weile nichts voneinander gewusst. Und da ich meinen Vater nicht kenne, wer weiß, wie viele Schwestern und Brüder irgendwo auf der Welt von mir rumirren. Jedenfalls hast du Emilio. Der beste Freund, das ist doch auch fast so was wie ein Bruder. Der wird morgen operiert. Der ist schon auf dem Weg ins Krankenhaus. Was, das wusste ich gar nicht. Ist ja ziemlich kurzfristig. Ja, hat mein Vater organisiert. Wird ja immer schlimmer mit seinem Knie. Hast du ihm eigentlich schon von uns erzählt? Klar. Ich meine, ist ja eine super Story, um ihn von der OP abzulenken. Unsere Eltern sind Geschwister. Super. Das habe ich eigentlich nicht gemeint. Jetzt sag schon. Oder habt ihr euch gestritten? Wegen mir. Warum? Weil wir beide jetzt verwandt sind und auf jeder Familienfete zusammen abhängen? Mann, Leo, es könnte doch überhaupt gar nicht besser für ihn laufen. Er ist über beide Ohren in dich verknallt. Ich habe nicht in ihn und das weißt du. Ja, schade, dabei hat er jetzt freie Bahn. Warum sagst du das? Wir gehören doch zusammen. Ey, Leo, sag mal, checkst du eigentlich überhaupt gar nichts? Und zuletzt möchte ich mich bei meiner Familie für ihre Unterstützung bedanken. Vor allem bei meinem Vater, der bis vor kurzem noch den Vorsitz des Familienunternehmens innehatte. Was ist mit Ihrer Ehefrau? Natürlich möchte ich mich auch bei Marlene bedanken. Ohne sie hätten wir das Derby nicht gewonnen. Eine Frage noch an Sie, Frau von Lahnstein. Was ist denn dran an den Gerüchten, dass Sie und Ihr Mann ein Kind erwarten? Heißt das, Sie haben sich versöhnt, obwohl Ihr Mann eine Affäre mit Ihrer eigenen Schwester hatte? Also, das gehört jetzt wirklich nicht hierher. Heute geht es um das Lahnstein-Derby und wenn Sie dazu nun keine weiteren mehr Fragen haben... Ja, dann wäre jetzt die Gelegenheit, Fotos von unserem Siegerteam zu machen. Dana, Wolf und Dionysos. Was soll das eigentlich? Was habe ich dir denn getan? Warum bist du jetzt so doof zu mir? Wir sind verwandt, du bist meine Cousine, verdammt nochmal. Aber was ändert sich denn? Was sich ändert, alles ändert sich, Leo. Es gibt Gegenden auf der Erde, da... Ey, das ist mir komplett egal. Von mir aus sollen Cousins ihre Cousinen lieben, mit ihnen Kinder haben, eine Familie gründen und glücklich sein. Für mich ist das nicht okay, klar? Du wolltest wissen, was Emilio gesagt hat, ja? Er hat gesagt, ein Dorf, ein Gesicht, das hat er gesagt. Und das höre ich mir echt nicht an. Und da kannst du einfach so auf einen Knopf drücken und es ist vorbei. Timo, ich dachte, das mit uns ist was Besonderes. Leo, es gibt kein Uns. Kapier das endlich. Und deswegen möchte ich das Wort noch mal zurückgeben an meinen Cousin Hagen von Lahnstein und natürlich an Dana Wolf, der an diesem Tag sicherlich die meiste Ehre gebührt. Vielen Dank, Ansgar. Ja, ich denke, es ist eigentlich alles gesagt. Aber wenn Sie noch Fragen haben... Ja, Frau Wolf, mich würde interessieren, wie es mit Ihren Zukunftsplänen aussieht. Also es ist noch nichts entschieden, aber ich habe... Wir sind im Gespräch. Und Sie können sich sicher sein, dass ich alles dafür tun werde, um Dana Wolf zu halten. Wissen Sie, als wir mit dem Rennstall angefangen haben, da gab es nicht viele, die an uns geglaubt haben. Es hat ja auch einiges gegen uns gesprochen. Ja, eigentlich alles. Aber wir haben es geschafft. Weil wir an etwas geglaubt haben, was nach allen Regeln der Wahrscheinlichkeit niemals hätte passieren dürfen. Wir haben es geschafft, weil wir einen Traum hatten. Und diesen Traum haben wir bis heute. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam alles schaffen können. Auch wenn es auf den ersten Blick unmöglich erscheint. Unsere Zukunft hat gerade erst begonnen. Ich glaube, sie wird großartig. War das wieder einer deiner genialen Einfälle? Du steckst der Presse, dass ich schwanger bin und schon bin ich in allen Schlagzeilen? Ich habe damit nichts zu tun. Vielleicht ist es ja die Rache dafür, dass ich dir nicht sofort davon erzählt habe. Traust du mir das wirklich zu? Woher wissen Sie es denn dann? Was weiß ich denn? Vielleicht hat es Ihnen eine Arzthelferin erzählt. Was denn für eine Arzthelferin? Beim Frauenarzt.
Du weißt doch genau, wie es läuft. Meine Familie weiß es, deine Familie weiß es. Vielleicht hat Dana es in der WG erzählt und Jessica hat es dann ausgeplaudert. Das darf doch alles nicht wahr sein. Es war sowieso nur eine Frage der Zeit. Jetzt macht es auch keinen Sinn mehr zu dementieren. Am besten hättest du es gleich bestätigt. Verschon mich mit deinen gut gemeinten Ratschlägen und guck lieber, ob die Pressefritzen weg sind. Ich will jetzt nach Hause. Schon gut. Ich bin dann mal weg. Ins No Limits, ja? Okay, tschüss. Tschüss. Gehst du nicht ran? Es ist Mama. Wir sind zurzeit leider nicht zu Hause. Aber Sie können uns eine Nachricht nach dem Signalton hinterlassen. Danke. Hallo, ich bin's. Thomas, wenn du da bist, geh doch bitte ran. Ah, dann bist du wohl nicht zu Hause. Ich wollte auch nur sagen, dass ich euch vermisse. Ja, den ganzen Tag frage ich mich, wie es euch geht, was ihr gerade macht. Normalerweise würden wir jetzt zu Hause sitzen. Du, Kim, Marlene, ich, ja, vielleicht sogar Dana. Wir würden uns unterhalten, lachen. Vielleicht würden wir uns auch streiten. Aber wir würden miteinander reden. Das vermisse ich am meisten. Warum kommst du nicht einfach mit? Auf ein Bier? Ein Bier ist jetzt keine schlechte Idee. Wahrscheinlich hätte ich mir mit Jessica ein Zimmer geteilt und mich wochenlang mit ihr rumärgern müssen. Da bleibe ich lieber hier. Ja gut, Jessica ist mega anstrengend. Aber New York, mit Abstand die coolste Stadt der Welt. Ja, ich weiß. Da fliege ich einfach mal so hin. Guten Abend, Herr Wolf. Andi, hallo. Setz dich doch. Na, alles klar? Ja, jetzt schon. Seit dem Wasserschaden spinnen bei uns die Stromleitungen. Hauptsache, das Bier ist kalt. Ja. Wir haben auch alle Leitungen durchgemessen und die Sicherung geprüft, aber... Oh Mann, ich wusste es. Wir haben hinten noch so Aufputzleitungen. Schon mal an Kriechströme gedacht? Kriechströme? Oh, danke dir. Ja, also wenn man nicht aufpasst, dann britzelt es an allen Wasserleitungen. Naja, also es hat gestern auch hier und da mal gebritzelt. Kriechströme. Ach so. Das wird wohl der Grund sein für den Stromausfall. Möglich. Also wenn du willst, sehe ich mir das Ganze mal an. Ja, gern. Also, wenn ich schon mal da bin, dann kann ich mich auch gleich nützlich machen. Bis später. Your fingertips across my skin, the palm trees swaying in the wind, in my chest. Leonie. You sang me Spanish Kleines, lullabies, the ich sweetest wollte mal nach dir sehen. sadness in your Darf ich reinkommen? clever trick. Wenn du reden willst, Nicht mit dir. Geh weg. darf ich dir wenigstens erklären, wie das alles passieren konnte. Nein. Geh weg. Ich will dich nicht sehen. I thought you were the same for me. Goodbye, my almost lover. Goodbye, my whole. Also das war ja wirklich eine ganz rührende Rede, die Sie da eben gehalten haben. Wie Sie als kleiner Junge schon vom Anmut der Pferde fasziniert waren. Wenn Sie Hagen ganz lieb bitten, dann nimmt er Sie bestimmt mal mit zu einem Ausritt. Danke. Ich fürchte, ich bin ein wenig zu schnell für ihn.
Wusste ich's doch, dass ihr beide was ausgeheckt habt. Also, was ist es? Habt ihr mir Zahnpasta unter die Türklinke geschmiert? Viel besser. Setz dich doch, Ansgar. Mach's dir bequem. Sagt schon, was ist es, bevor ihr euch vor Aufregung in die Hose macht. Was ist das? Deine Rücktrittserklärung. Dann werdet ihr mir doch jetzt bestimmt als nächstes erklären, warum ich diesen Wisch unterschreiben sollte. Und das hier ist eine eidesstattliche Erklärung von Theresa Erzberger. Sie sagt darin aus, dass du sie zu einer Straftat angestiftet hast. Illegales Doping. Damit könnten wir dich anzeigen. Du würdest nicht nur den Vorsitz, sondern auch deinen Platz im Gremium verlieren. Oh je. Es sei denn, du trittst freiwillig zurück. Das erscheint mir wirklich großzügig von euch. So sind wir. Dumm nur, dass der guten Frau Erzberger niemand glauben wird. Ach, und wieso nicht? Die Frau ist eine notorische Lügnerin und Betrügerin. Frau Erzberger war heute bei mir und hat versucht, mich zu erpressen. Deswegen habe ich mal ein paar Erkundigungen über die Dame eingezogen und sieh mal eine an. Falschaussage, Falschaussage, Fälschung von Beweismitteln und so weiter. Keine sonderlich gute Zeugin, also. Ein guter Anwalt zerreißt in der Luft. Und euch gleich mit. War's das dann? Schönen Tag noch. Warum habe ich die Glaubwürdigkeit der Erzberger nicht überprüft? Ich glaub's nicht. Wir kriegen ihn. Oh ja. Gar nicht schlecht für so einen Förster. Unsere Helden. Vater hat den Fehler gefunden. Also, du wirst nicht glauben, was es war. In einer der Wohnungen ist irgendwann mal ein Dübel durch eine der Hausleitungen getrieben worden. Naja, das ging so lange gut, bis die Stelle durch den Wasserschaden feucht geworden ist. Ich sag nur Kriechströme. Tja, und das hat dann irgendwann zu einem Kurzschluss geführt. Wow, unfassbar. Wie sind Sie denn eigentlich darauf gekommen? Ich habe mich daran erinnert, wie wir damals in Offenburg unser erstes Haus renoviert haben. Damals hat Mama die Wände abgewaschen lassen. Und dann saßen Sie im Dunkeln? Ja. Ja, aber so spannend ist das jetzt auch nicht. Wie wär's mit einer Runde Kickern? Ich bin dabei. Habe ich mir noch gedacht, dass ich dich hier finde. Du wirst dich, um dich zu verabschieden. Es ist besser so. Ich wette, das sieht Jörn etwas anders. Es wird ihm schon gut gehen. Er hat Theresa überstanden. So wird er auch mit jedem anderen Jockey zurechtkommen. Ja, dann ist das hier wohl meine letzte Amtshandlung als sein Vorgesetzter. Hier, der schickt mit deinem Preisgeld. Versprich mir, dass du das mit der Reha durchziehst, ja? Dem Sprunggelenk ist nicht zu spaßen. Und wenn es bei dem anderen Gestüt nicht läuft, kannst du jederzeit zurückkommen. Danke. Viel Glück. Ich wünsche dir, dass du glücklich wirst. Danke. Erinnere dich, wie wir auf dem Sprungturm standen. Es ist an der Zeit, die Angst aufzugeben. Du musst springen. Aber du bist nicht alleine. Komm mit. Was ist denn? Das wirst du schon sehen. Komm mit. Papa, Kim.
Danke, nein, ich kann nicht bleiben. Auch nicht zu trinken. Ich muss jetzt wirklich los. Lass dich nicht aufhalten. Was machst du immer noch hier? Sag mal, hältst du das für eine gute Idee? Du weißt schon, dass Alkohol nicht gut ist für dein Kind, auch in kleinen Mengen. Das ist ganz allein meine Sache. Es geht hier um die Gesundheit deines Kindes. Und ich finde, als zukünftiger Lieblingsonkel habe ich da noch ein Wörtchen mitzureden. Es gibt kein Kind. Also nur weil man noch nichts sieht, heißt das noch lange nicht, dass er nichts ist. Kapier's doch endlich. Es hat nie ein Kind gegeben. Ich habe mir die ganze Schwangerschaft nur ausgedacht, um Hagen zurückzubekommen. Ich glaube, hier war ich schon mal. Mit dir. Ja. Aber damals ist die Sache leider anders ausgegangen, als ich es eigentlich wollte. Und was heißt das jetzt? Das heißt ja. Ja. Heißt das, du nimmst das Angebot von Reisbach nicht an? Du bleibst? Willst du jetzt hier noch weiter quatschen oder sollen wir springen? Let me down